Hallo und herzlich willkommen beim GCP-Kanal. Mein Name ist Andreas Grund. Wir richten uns an alle Personen, die sich für das Thema klinische Prüfung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten interessieren. In unserem ersten Video möchten wir Ihnen erklären, warum wir diesen Kanal überhaupt ins Leben gerufen haben. Toll an der klinischen Prüfung ist natürlich, dass wir mit unheimlich modernen, innovativen Produkten zu tun haben, die wir entwickeln, um Patienten einen Nutzen zu bringen. Auf der anderen Seite ist die klinische Prüfung eine sehr traditionelle Branche. Wir arbeiten teilweise mit sehr veralteten Glaubenssätzen bei der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Und diese veralteten Prozesse und Glaubenssätze führen dazu, dass Produkte relativ langsam, relativ ineffizient und dadurch häufig viel zu teuer auf den Markt kommen. Ich selber habe mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung in der klinischen Prüfung. Im Jahre 1997 habe ich meine ersten Studien durchgeführt zum Thema Adipositas im Kindes- und Jugendalter an der Universität in Kiel. Und Sie können sich vorstellen, das Thema Adipositas im Kindes- und Jugendalter ist ein unheimlich wichtiges Thema. Dementsprechend habe ich für das Thema auch gebrannt. Ich wusste, was tue ich wusste, warum tue ich es und ich wusste, wie ich es mache. Und dementsprechend war mein Engagement unheimlich hoch. Durch mein Engagement, durch das Brennen, das ich gespürt habe, haben sich natürlich auch die Erfolge eingestellt. Ich habe in International Journals publiziert, ich habe Vorträge gehalten, ich habe einen Preis für meine Forschung erhalten und dann kam irgendwann die Wende. Ich wusste immer ganz genau, warum meine Arbeit so wichtig ist, aber während meiner Forschungsarbeit habe ich auch gelernt, dass andere Einflussfaktoren aus der Politik, aus der Ökonomie, aus der Werbung, aus dem Marketing, aus bildungspolitischen Fragestellungen heraus größere Einflussfaktoren waren als das, was ich durch meine Forschungsarbeit beeinflussen konnte. Und trotz des Wissens und all der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ist das Problem größer als je zuvor. Wir hatten noch nie so viele dicke Kinder und Jugendliche wie heutzutage. Durch den Verlust der Sinnhaftigkeit konnte ich die Frage nach dem Warum natürlich nicht mehr beantworten. Dadurch ist mein Engagement geschwunden und ich habe mich entschieden, die Branche zu wechseln. Ich wollte in der klinischen Forschung weiterarbeiten, aber nicht in der universitären akademischen Forschung, wie ich sie kannte. Und nach 20 Jahren kann ich nun sagen, diese Entscheidung war genau die richtige. Weil, wenn Sie sich die Zahlen angucken, hat sich in den letzten 20 Jahren die Situation nicht verbessert, sie wurde immer schlechter. Noch nie gab es so viel adipöse oder auch übergewichtige Kinder und Jugendliche wie heutzutage. Seit 1999 arbeite ich mittlerweile in der CRO-Branche. Meinen Beginn habe ich bei einer großen amerikanischen globalen CRO verbracht. Dort habe ich im Bereich Clinical Monitoring gearbeitet. Damals waren wir für 40 Prüfzentren zuständig. Das heißt, wir mussten bei 40 Prüfzentren gleichzeitig für verschiedene Studien kontrollieren, ob die Patientensicherheit gegeben war, ob die Patientenrechte eingehalten worden sind, die Datenqualität musste stimmen und natürlich die Datenintegrität musste kontrolliert werden. Ich habe mich damals schon gefragt, Andreas, wenn du es nicht schaffst, dir von 40 Prüfzentren die Namen der Prüfärzte zu merken, wie kannst du denn überhaupt deiner Verpflichtung nachkommen, die Compliance zu überprüfen? Und meine damals erfahrenen Kollegen haben mir dann den Tipp gegeben, mach dir keine Sorgen, du musst einfach zu den Prüfzentren, die besser sind, häufiger fahren und zu den Prüfzentren, die nicht so gut arbeiten, seltener. Weil die Prüfärzte, die gut arbeiten, die brauchen weniger Zeit, da bist du schneller durch und die halt nicht so gut arbeiten, da brauchst du mehr Zeit, deshalb vermeide sie. Und es ist relativ logisch nachzuvollziehen, dass das nicht der richtige Ansatz ist, um Qualität zu sichern, um überhaupt für eine Compliance in der klinischen Prüfung zu sorgen. Ich habe dann noch einen zweiten Versuch in einer anderen CRO gleicher Größe gemacht und habe da auch verschiedene Bereiche durchlaufen, insbesondere Project Management, bis mein Line Manager mich damals angerufen hat und gesagt hat, Andreas, wir müssen etwas ändern. Wir haben im Moment Projektprobleme, wir kriegen zu wenig Projekte rein. Du musst langsamer arbeiten, damit wir keine Ressourcenprobleme kriegen, damit deine Zeit auch noch bezahlt wird. Ich habe es damals nicht verstanden und ich habe es immer noch nicht verstanden. Ein Dienstleister, der seinen eigenen Nutzen in den Vordergrund stellt, ist für mich kein Dienstleister. Seit 2004 bin ich nun selbstständig.
Und in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass viel zu wenig Menschen in unserer Branche nach dem Warum fragen. Sie machen Dinge, weil sie sie schon immer so gemacht haben, oder die Jüngeren machen Dinge, weil sie gehört haben, dass andere gesagt haben, wir haben sie schon immer so gemacht. Aber wie überall im Leben, alte Glaubenssätze stehen uns häufig im Weg. Deshalb möchten wir hier Impulse setzen. Wir möchten zum Nachdenken anregen, wir möchten Sie auffordern, Dinge in Frage zu stellen, um bessere Ergebnisse auf eine effektivere Art und Weise zu generieren. Deshalb möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir möchten mit Ihnen diskutieren über Themen wie Outsourcing. Welche Strategie passt zu welchem Sponsor? Wir möchten über Veränderungen im Clinical Monitoring sprechen, über Project Management von internationalen Studien ohne schlaflose Nächte. Wir möchten über Audit sprechen. Was hat sich im Bereich Auditing in den letzten Jahren geändert? Wir möchten über Medical Device Studien sprechen. Auch da hat sich sehr viel geändert. Welches EDC-System passt zu Ihrer Studie? Wie rekrutieren Sie Prüfärzte? Wie trainieren Sie Prüfärzte? Wie finden Sie überhaupt Prüfärzte in welchen Ländern? Wir möchten über unterschiedliche Regularien in unterschiedlichen Regionen sprechen. Über Lateinamerika, über Amerika, Afrika, Asien. Wir werden aber auch über unterschiedlichste Indikationen sprechen. Wir werden Vergleiche ziehen zwischen einer onkologischen Phase-1-Studie versus einer ästhetischen Dermalfüller-Studie. Wir möchten aber auch Sie dazu einladen, uns Themen zu schicken bzw. in die Kommentare einzufügen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, die Sie gerne mit uns diskutieren möchten. Dementsprechend hoffe ich, dass wir Ihr Interesse geweckt haben. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Ihren Studien.